Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem SIP YouTube-Kanal. Mich kennt ihr vielleicht jetzt schon aus den 4 Mofa-Videos. Wie man da gesehen hat, klappt es ja bei mir mit dem Motorbauen immer ziemlich einwandfrei. Deswegen haben wir uns jetzt beim SIP überlegt, kann ich eigentlich gleich nochmal ein Motorvideo drehen, wie wir einen Motor zusammenbauen. Allerdings, damit es nicht so endet wie das letzte Mal, habe ich mir diesmal professionelle Hilfe geholt, und zwar vom Erich Oberpertinger, oder man nennt ihn auch Egik. Aus Südtirol. Egik, du kannst ja gerne mal erklären, was wir heute überhaupt genau vorhaben. Genau, ich unterstütze heute den Elvis, damit es heute besser läuft wie beim letzten Mal. Vor allem dachten wir uns, wir bauen jetzt mal einen Motor, der einfach für jedermann schaffbar ist. Das ist der Egik 170er Motor, also vom Egik konzipiert. Das Konzept davon ist eben von dir, Egik, ja eigentlich, dass man einen schon sehr leistungsstarken Smallframe-Motor aufbauen kann, also mit 25 PS so um den Dreh oder auch bis zu 30 PS. Auch ja, es ist vor allem ein Plug-and-Play-Konzept, also das heißt Plug-and-Play im Aufbau und im Einbau. Also der Rahmen wird im Normalfall nicht beschnitten. Wir haben einmal den 170er mit dessen Ansaugstutzen für die PV, eine Kurbelwelle, die ins originale Motorgehäuse passt, die One-Finger-Clutch, dann ist schon fertig distanziertes Getriebe mit Nossachse, Nachbau, Gangräder, also auf Original Piaggio-Basis. Das SIP-Wape Sport in der 20er Konus-Ausführung, gibt es halt nur in der 20er, und einmal das SIP-Gehäuse Standard, also zum Evo gibt es da kleine Unterschiede. Das Evo ist ja eigentlich einfach nur das Gehäuse mit diesem Kranz, der hier schon abgeplant ist, und das ist eben auch die einzige Modifikation, die wir an dem Motor heute noch vornehmen, ist diesen Kranz ein bisschen abzusägen. Genau, aber man kann noch dazu sagen, die ganzen Teile gibt es entweder bei uns im Shop oder natürlich auch beim Egik zu kaufen. Der Egik bietet sogar schon komplett zusammengebaute Motoren an. Wir bauen den Motor heute komplett aus Neuteilen zusammen, von uns aus dem Shop und vom Egik. Bei Zweitakt ist halt meistens weniger mehr, außer am Hubrahmen. Alles andere ist weniger mehr, will ich sagen. Und man kann sich halt viele Schritte sparen, die man dachte, oh, ich muss das hochglanz polieren oder ich muss das nachher noch Sandstrahlen. Nein, nicht immer ist das so. Dann fangen wir mal an. Das ist der erste Schritt. Wir sägen hier die Finne auf 2 mm Höhe ab. Also nicht plan, damit man ja nicht in die Dichtfläche kommt. Und wir gehen dann mal in den Dirty Room. Ja, okay. Jedes gute Video beginnt im Schmutzraum mit irgendeinem. So, weiter geht's. Motorblock ist fertig, ist so auch zu schaffen. Sieht ein bisschen hässlicher aus wie mit der Flex. Dafür ist es nicht so laut. Oder einfach das SIP Evo nehmen, dann muss man das gar nicht machen. Dann fangen wir an, wir heizen jetzt den Motor auf 130 Grad auf. Dann ist er durch und dann, dann können wir die Lage einfach nur mal einsetzen, ohne Kraftaufwand. So, wir lassen den jetzt kurz mal hier, vielleicht 10 Minuten. Ein paar Osen später. So, gut. Motorblock ist jetzt heiß genug. Wir haben über 100 Grad. Wir nehmen den mal ab. Schön heiß. Jetzt können die Lager einfach entweder hier oder hier anfangen. Leicht wackeln, ja. Super. Ja. Direkt Sägering drauf, sonst wird das gerne mal vergessen. Passt. Ja. Die Richtung ist ja egal von denen. Ist egal, ja. Nebenwellenlager. Auch drinnen. Hier ein kleiner Trick, das Lager geht manchmal sehr stramm. Ja. Wer kein Spezialwerkzeug hat, man kann es auch auf die Achse schieben. Ich setze einmal an. Das Nadellager ist immer ein bisschen tricky einzubauen. Wir haben hier das Kugellager und ein geschlossenes. Ich habe das auf dieser Seite geöffnet, damit das Öl rankommt. Und hier lassen wir zu, damit, wenn man die Bremsackerplatte abbaut und man hat die 500 Öl drinnen, die bei Standard-Tuning-Motoren mittlerweile Standard geworden ist, damit es nicht rausläuft. Schön ansetzen und dann flutscht es. Ja. Sehr schön. Also jetzt habt ihr es auch mal gesehen, wie man es ganz leicht macht. Wir haben jetzt den Motorblock heiß. Das heißt, der Lagersitz oder Sägering, Wellendichtring-Sitz ist ein bisschen größer, also dadurch geht es leichter rein. Also hier, wo der Wellendichtring dann sitzt, einfach ein bisschen Öl dran. Es ist eh noch schön warm, aber ein bisschen mehr braucht es meistens auch noch. 70 Grad jetzt in der Mitte. Passt, okay. Der passt jetzt. Die Kurbelwelle schön rein. So. So. Passt. Ich drehe das um, ich halte es fest, damit es nicht rausfällt. Ich habe hier eine kleine Unterlegscheibe oder einen Spacer mit 0,5, den braucht es immer, weil das von allen Herstellern zu weit draußen ist, die Nut. Ich lege die mal drauf.
Jetzt ist er drinnen. Ich würde kurz warten, bis es auskühlt, Ja. wegen dem Fett und den Ohrringen, damit die nicht die Hitze beschädigt. Wir warten jetzt mal kurz 10 Minuten. Fangen wir mit dem Schaltgestänge Genau. an. Ne? Der Elvis hat es vorhin schon mal eingeschmiert, schön mit Fetten. Wir bauen das jetzt ein. Unten kommt eine kleine Federscheibe. Haben wir die noch am Tisch liegen wahrscheinlich? Ah, die ist jetzt weg. Die lag hier vorhin schon irgendwo. Ich habe sie auch gesehen, ja. Und der Pumuckl war da. Such du mal, inzwischen mache ich weiter. Hier die Antriebswelle, die gibt es ja jetzt schon seit einer Weile nicht mehr neu zu kaufen. Ich habe hier eine gebrauchte besorgt. Ich habe die hier ein bisschen glatt gemacht. Ich baue mal inzwischen die Ohrringe ein. Ja, ich Fett finde das die, schön an. ich find die Scheibe jetzt irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, wo wir die hingelegt haben. Wir haben nur eine. Wir hatten ja sogar zwei Schau, eigentlich. hier liegt sie. Eine Falte. Ich habe sie. Ja. Perfekt. Da. Das ist jetzt keine Hexerei mehr. Schon wieder langsam rein. Dazwischen gehört keine Scheibe, Nee. oder doch? Nee, kommt keine Scheibe hin. Gar keine, okay. Keines mehr? Gar nichts mehr? Gar keine mehr? Man soll hier immer kontrollieren, damit hier Spiel da ist. Manchmal kann es sein, dass man hier noch einen zusätzlichen Spacer braucht. Das hängt von der Schaltraste, von Stift, von der Unterlegscheibe, von vielen Faktoren ab, weil es sind hier 4 verschiedene Hersteller und ja. So, wir setzen dann die ein. Schön mit Kraft. Jetzt, auch hier wieder schauen, hier soll Spiel drin sein. Dann wird der Kicker, alles schon schön vorgefertigt, Ohrring ist drinnen. Schön rein. Feder. So. Auch drinnen. Okay. Dann machen wir das Kickerritzel. Das Wichtige ist bei der Schallklaue, wenn man das distanziert, es gibt einmal unten und oben einen Schulterring. Also die sind nicht zufällig da und gibt es nicht zufällig in allen Stärken zu kaufen. Anhand von dem richtet man die Schallklaue aus. Also wo der Arm der Schallklaue ins Gangrad eingreift. Also man sieht es jeweils am ersten Gang, ist schwierig zu erkennen. Leerlauf soll schon mal nichts irgendwo anstehen. Man legt den zweiten Gang ein und schaut dann, ob die Schallklaue in der Mitte auch mit dem Gangrad schön Oberkante plan ist oder die Schallklaue leicht übersteht. 0,1 kann es überstehen, weil je nach Schallklaue und Gangräder ist das nicht immer exakt gleich hoch. Und am Ende, also das ist der untere Schulterring, dazu ist der da. Also wenn die Schallklaue zu hoch ist, heißt man eine dickere. Nee, wenn die zu hoch ist, dann braucht eine dickere und umgekehrt eine dünnere. Ja, klar. Genau, und ganz oben ist halt dann der Sägering ist dazu da, um das Spiel an sich. Also das Spiel, ich glaube Biagio sagt 0,3, ich weiß gar nicht, ich mache immer 0,1 oder 0,05. Das dreht sich minimal schwer, aber wenn alles neu ist, das schleift sich dann nach den ersten 10 Kilometern sofort ein und man hat das 0,1, sofort 0,2 oder sowas. Okay. Wichtig beim Einbau, erster Gang einlegen, nur dann geht's. Wir föhnen jetzt wieder den Lagersitz. Nicht zu heiß, weil auf der Hinterseite ist unser Gummiring. Wir stellen den jetzt ein bisschen kühl ein. Die Welle einfach reinschieben. Genau. Dabei Schaltraste einhaken. Genau. Jetzt Perfekt. Man hört es direkt, klack auf Position. Sitzt Antriebswelle ist drinnen. dreht sich fein. Alles dreht ohne Probleme. Wenn man die Lager reinkloppt, dann geht es mal hart. So dreht alles schön, super. Perfekt. Dann haben wir die Motorhälfte eigentlich soweit Die ist fertig, vorbereitet. genau. Können wir weiter zur Wir nächsten. gehen jetzt zur kleinen. Nächster Schritt die Nebenwelle. Normalerweise haben wir ja hier einen Konus, Ja. aber einfachshalber nehmen wir heute mal den Polygon. Genau, das ist auch ein von EGIC entwickeltes Teil. Anstatt von dem Konus auf der Nebenwelle, wo das Primär ja drauf verschraubt wird, haben wir Korb, hier, ja. oder die Kupplung, haben wir hier einen Polygon, das heißt so eine Art Dreieck auf der Nebenwelle, die eben den Keil ersetzt. Ja. Also die Ist halt unverdrehbar. Genau. Man kann es halt nicht mehr kaputt machen. hält die Kupplung vom Verdrehen ab, also das, was eigentlich der Keil macht, aber ist dafür halt viel leichter zu montieren, weil du keinen Konus hast, wo sich Genau, das draufsetzt. wie dasselbe Spiel. Wir föhnen wieder das Lager oder den Lagerinnenring. Dreht wunderbar, alles okay. Dann legen wir ihn drauf. Schaut gut aus. Wichtig ist halt hier auf keinen Fall hier mit den Schrauben zusammenziehen oder sonst was. Okay. Am besten geht jetzt hier immer eine Trommel drauf, damit man das Getriebe drehen kann. Oder wir nehmen eine Gripzange oder sonst was. So, einmal hier hin. Erster Gang ist noch drinnen, das passt.
Hier wird dann immer mal wieder gewackelt. Der ist zusammen, ja. Trommel wieder runter. Jawohl. Werkzeug können wir auch wieder runter. Jetzt können wir schauen, ob alles dreht. Kurbelwelle dreht schön. Nichts rattert oder irgendwas, auch mal am Kicker. Auch keine Unterlegscheibe drin, die wir vergessen haben oder so. Ja, genau. Ah ja, Kurbelwelle dreht sich sehr schön. So, dann würde ich jetzt die ganzen Schrauben reinmachen. Gibt es ja nicht viel zu erklären zum Schrauben reinmachen. Gar nichts. Außer, dass alle ungefähr da sitzen sollten, wo sie reingehören. Und dann gibt es ja noch den Halter, oder? Für die Seilzüge. Genau, ja. Den schraubt man hier vorne fest. Genau. Gut, So, machen wir haben wir es geschafft. Mittag. Also es war jetzt halt eigentlich 1 Stunde effektiv schrauben, würde ich sagen. Ja. Ist ziemlich simpel zusammenzubauen. Natürlich mit einem neuen Motorgehäuse ist das eigentlich nie ein Problem. Aber wäre jetzt genauso schnell eigentlich mit dem Originalen gegangen. Genau. Perfekt. Passt. Wir haben hier die One-Finger-Clutch. Die kommt mit 8 Federn daher. Also 8 Federn reicht bis ca. 35 Bass. Das ist eben schön. Wichtiger Schritt, den man kontrollieren sollte: einmal Grundplatte drauf und schauen, ob sich das unter Druck drehen lässt. Wenn da jetzt irgendeine Höhe nicht stimmen würde, dann würde die Platte hinten am Primärstreifen und dann würde die Kupplung niemals trennen. Und auch hier wieder, wenn nichts verbogen ist und man hat beim Einbau nichts falsch gemacht, dann geht die Deckplatte sehr genau drauf. Kann auch mit dem Gummihammer ein bisschen leicht nacharbeiten, das ist kein Problem, so ganz leicht. Sägering haben wir hier. Da können wir den Kompressor wieder runternehmen. Das ist dann tatsächlich auch mal eine Stelle im Motor, wo man den Schlagschrauber hernehmen darf. Ja. Gummidichtung. Die Stehbolzen für den Zylinder. Wir haben 2 Längen, kurz und lang. Die kurzen kommen unten, weil die dann reingeschraubt werden bis zum Schaft, damit die wirklich schön drin klemmen und auch nach unten abdichten. Wir machen einfach dann ein bisschen Loctite auf die Stehbolzen. So, wir haben die Dichtfläche jetzt schon vorhin sauber entfettet. Und nochmal schön abgeschliffen mit. Genau, die waren mit dem 1000 Papier haben wir abgeschliffen, nochmal schön glatt ist, nochmal entfettet. Und was jetzt eben noch vielleicht ganz gut zu sagen ist, das hier sind ja die originalen Überströmer vom SIP-Motorgehäuse. Die sind eigentlich ähnlich zu den Originalen. Also vielleicht ein bisschen größer schon, aber nicht viel. Und für den 170er Zylinder vom EGIC braucht man eben keine Bearbeitung dieser Überstromkanäle, was ja viele immer machen. Das ist die Position vom Kolben im untersten Totpunkt und man sieht, wie viel hier offen ist. Also alle anderen klassischen Zylinder haben das Kolbenhemd hier zu, also ich sag mal ungefähr so. Und dann würde hier so viel durchkommen. Das ist der große Vorteil von dem Kolben. Wir haben hier eine 8-Klappen-Membrane mit speziell für den 170ern entwickelten Membranplättchen. Das ist nicht die klassische von Italkit, die sind dünner. Habe ich noch extra dicke Plättchen machen lassen, das einfach einen sauberen verlaufenden Motor in tiefe Drehzahl, also spricht besser aufs Gas an. Auch auf der Nebendüse kann man den besser abdüsen, gibt aber einen leichten Maximalleistung Nachteil. Aber finde ich bei 25 Bass in dem Konzept kann man gerne auf einen halben Bass verzichten, wenn es dann auf der Straße viel besser läuft. Anfahren an der Ampel und so weiter. Ah, baust du die schon dran, bevor der Zylinder Genau, weil sonst kommt man immer schwieriger an die Schraube ran. Okay. Vom Vorteil. Ja. Dann haben wir die Membrane, ich mache die auch schon bis das hat, mal rein. Die Membrane, also das Stuffer hat hier eine kleine Kante drauf, sieht man so. Ja. Das drückt dann hier auch nochmal aufs Gummi und ist somit dicht.
Das können wir auch wieder mit Dichtmasse beschmieren. So, jetzt ist er drin. Jetzt geht es halt hier definitiv einfacher. So, ich nehme noch mal einen zünftigen Schluck. Kopf haben wir gereinigt drauf. Jetzt kommen unsere Federscheiben drauf, immer mit der Wölbung nach oben, also Richtung Mutter. Machen wir weiter mit der Zündung. Da nehmen wir unsere SIP Performance Vape Sport sogar, das heißt variabler Zündzeitpunkt. Also verstellt sich mit der Drehzahl. Beim SIP Original oder Standardgehäuse ist hier eine Ausfräsung für die Grundplatte. Beim Evo müsste man hier das absägen. Dann schraubt der Elvis das fest. Ich mache zum Beispiel hier auch immer Loctite drauf auf die Planfläche. Ah, okay. Wer will, kann auch hier einen Drehmomentschlüssel nehmen. In dem Fall 13 Newtonmeter für M6. Rein damit. Der Wal. Ich glaube, das war einer der ersten Whales, oder wie nennt man den Wal, den es gab. Den habe ich irgendwie, ich glaube sogar damals für 50% Rabatt irgendwie bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, das ist etliche Jahre her. Also das Bauteil hat mir bestimmt in meinem Leben 100 Stunden geschenkt. Okay. Die stecken wir einfach mal provisorisch zusammen. Ja. Reicht für uns jetzt vollkommen aus. Einfach nur kurz zum Blitzen jetzt. Wir checken jetzt einfach mal, wo wir sind. Wir merken uns die Stelle, da ist eh schon so ein roter Fleck, warum auch immer, weil der Elvis gesudelt hat. Wir drehen das einmal Damit wir rum. es halt markiert haben, habe ich mir Sind gedacht. da nicht alles mehrere rote Flecke? Warte, muss ich mir den merken, der da war's. Und wir landen ungefähr da in dem Skala-Bereich, passt wunderbar. Einfach nochmal in die andere Richtung drehen. 21 sind wir da. Okay? Ja. Also 21 heißt, zwischen dem und dem Punkt haben wir OT. Ja. 20 und 21 ergibt 41, geteilt durch 2 ist 20,5. Das heißt, 20,5 in die Richtung und 20,5 in die Richtung haben wir OT. Ja. 20,5 hier rüber heißt 0,5. Ja. Also minus 0,5. Ja, also plus, ich rede, von hier aus sind wir plus 0,5, Ja. von hier wäre es minus, Ja. weil wir müssen ja in die Richtung einstellen, deswegen. Und in dem Fall machen wir die Zündung 23 Grad bei 1700, heißt von 0,5, 23 dazu, Sind 23,5. 0,5, ganz genau, also 20, 21, 22, 23,5. Und jetzt kann man schon blitzen. So einen halben Grad genau. Wir sind da, ich sag knapp 23,5 sind wir jetzt. Ja, hätte ich auch gesagt. Gut. Alles klar. Ja, perfekt. Zündung passt. Rollrad ist drauf. Kommt So. jetzt noch die Bremsankerplatte drauf. Wir verbauen eventuell dann mal die Zylinderhaube. Hier, der kommt da rein. Jetzt hat der Elvis schon ein bisschen zu fest angezogen da. Einmal noch ein bisschen locker. Die kommt dann hier hin. Ich zeichne dann mal hier die Zylinderhaube an, weil da müssen wir jetzt für den Ansaugstutzen hier gleich eine Öffnung schaffen, weil sonst würde es nicht hier drauf passen. Am besten, man geht immer hier den Strich entlang. Da gibt es schon Linie. Und hier von der Kante da ungefähr 2 cm. Also ich mache da meistens so eine Gedankenslinie so wie hin. Gut, so jetzt haben wir unseren Motor fertig zusammengebaut, bis auf den Auspuff, der fehlt jetzt noch. Das machen wir aber erst, nachdem wir den Reifen drauf gebaut haben, weil wir jetzt halt ja noch auf den Prüfstand wollen mit unserem Prüfstandsbock. Da sind wir eigentlich fertig, Egik, oder? Genau. Haben wir gut Jetzt geschafft. haben wir Zeit für was anderes. Genau, ich habe schon ein noch- bisschen Hunger. Hast du was Ja, mitgebracht? ich habe hier einmal
die spezielle grüne Werkzeugkiste aus Südtirol mitgebracht. Bei uns immer mit dabei. Sehr schön, mit allen Werkzeugen, die man braucht. Genau. Oder? Und was natürlich nicht fehlen darf, ist hier sowas hier. Ordentliche Brotzeit wie bei uns. Fein. Speck und Schüttelbrot. Und jetzt Fein. können wir mal kosten hier. Mal schmausen. Ich war sehr lange in der Küche tätig, viele Jahre als Koch gearbeitet und ja, habe komplett umgeswitcht jetzt. Ja. Ja, Guten Motor. ja Prost. Und Mahlzeit, ja. Haut rein. Schmeckt gut. Ja, Mann. Na gut, dann Jo. erstmal noch kurz stärken uns Genau. und dann gehen wir rüber in unseren Prüfstandsbock, spannen den mal ein und versuchen ihn mal zu starten. Genau. Cool. Sehr lecker übrigens. Let's go. Danke Ja, fürs super. Mitbringen. Danke, gerne. Falsch. Lass es. Willst du ihn hier gleich einhängen? Können wir machen. Können wir das dahin machen und die große Buchse dann dahinter. Ja. Willst du den First Kick? Wette, Mach welcher? du. Zweiter oder dritter Kick? Direkt zweiter. Ich sag zweiter. Wenn schon, wenn schon. Jawohl. Also Motor läuft. First Start, dritter Ja. Kick. Perfekt. So gehört sich's. Genau. Hängt sehr schön am Gas. Vergasereinstellung scheint auch schon relativ gut Das zu für passen. Prüfstand vollkommen. Deswegen gehen wir jetzt direkt auf den Prüfstand und schauen, was er kann. Ja. Und dazu haben wir noch bei unserem Auspuff, den wir dann verbauen in der Karre, zwei Sensoren eingeschweißt, also die Flansche für die Sensoren. Und zwar einmal hier den EGT-Sensor, das heißt Exhaust Gas Temperature, also Abgastemperatur. Und hier unten einen Lambda-Anschluss, der misst das Benzin-Luftgemisch im Abgas, weil wir dann wahrscheinlich bei uns auf dem Crossrenner den SIP-Tacho verbauen, der dann eben mit den Sensoren, die wir auch im Shop haben, das Ganze anzeigen kann. Also wie heiß ist unser Motor hier an der Abgastemperatur und welche Lambda-Werte haben wir, kann dann alles der SIP-Tacho anzeigen. Mit den Konvertern wird dann im Temperaturfeld vom Tacho angezeigt, entweder der Lambda-Wert oder der Abgastemperaturwert. Aber ich glaube, wir verwenden die Anzeige vom Prüfstand, werden da die Lambda-Sonde vom Prüfstand reinschrauben. Aber man kann das auch an unserem Tacho anzeigen lassen und das ist sehr, sehr nützlich bei der Abstimmung für den Vergaser, wenn man kontrollieren kann, ist er zu fett oder zu mager. Wir haben jetzt den Mamba runtergeschraubt, machen jetzt einen Lauf mit dem Unisex. Der Drehmoment stärkste, wird wahrscheinlich 2 PS weniger haben, aber vermutlich mindestens genauso viel Drehmoment, aber alles viel, viel früher. Krass, wie der unten wegrasiert. Ja, das ist ja krass. Einer der besten Auspuffanlagen, die es gibt eigentlich. Ja, Ja, voll. Ja, ja. ja, aber dreht auch wirklich Ja, ja. krass lang. Falschen Auspuff ausgewählt. Nee, aber für die Crossstrecke ist, glaube ich, der Mamba cooler. Der läuft echt gut, der Motor mal. So, sind wir eigentlich genau durch. Jetzt haben wir alles geschafft. Ja, ein bisschen abstimmen, danach noch fertig, aber das haben wir jetzt alles In durch. einem Tag zusammengebaut. Das ist schon heftig. Wie Lego Technik-Set zusammengebaut. An Weihnachten das größte, das es gibt.
Jetzt haben wir den Lambda-Sensor angeschlossen an die Mamba, haben mal Vollgas, Dreiviertelgas und Halbgas gemessen und jetzt schauen wir nochmal, ob wir aus den Messungen rauslesen können, wie wir den Vergaser besser bedüsen. Also es sah jetzt eher mager aus, deswegen haben wir jetzt mal eine fettere Hauptdüse reingedreht und auch eine fettere Nebendüse, glaube ich, und vielleicht auch die Nabel umgehängt. Und jetzt versuchen wir das Ganze noch ein bisschen mehr auf die Straße abzustimmen und dann auf unsere Crossstrecke. Also wir haben jetzt hauptsächlich eine fettere Hauptdüse drin und schauen mal, wie er darauf reagiert. Also der Motor ist gut abgestimmt vom E-Gig auf den zweiten Versuch. Wahnsinn, läuft echt sauber. Wir hatten jetzt 23,8 PS am Ende. Reicht uns auf jeden Fall, läuft mega gut. Danke dir, E-Gig, auf jeden Fall. Gerne. Wir sind fertig. Jetzt geht es dann mal darum, sich um den Rahmen zu kümmern, wo der Motor reinkommt. Da lasse ich euch dann weitermachen. Ja. Ich fahre wieder zurück nach Hause und vielleicht sieht man sich wieder. Ja, hoffentlich. Ja, cool. Gerne. Schön, dass Danke. du da warst. Danke für gerne. die Hilfe. Danke. Gleichfalls. Geil. Also, Ciao, bis zum macht's nächsten gut. Mal. So, wunderbar. Lass es.